Der Morgen im Kruger Nationalpark beginnt mit einem kräftigen, weißen Sonnenstrahl, der sich über kurzes, grünes Gras erstreckt, das mit Flecken trockener Erde durchsetzt ist. Emily Carter, eine junge Naturschützerin, stand schweigend auf dem vertrauten Pfad, ihren leicht abgenutzten Segeltuchrucksack über der Schulter. Sie atmete tief die trockene, heiße Luft ein, die für die südafrikanische Savanne charakteristisch ist, und genoss den seltenen Moment der Ruhe. Emilys jahrelange Arbeit im Kruger Nationalpark lehrte sie, der Natur zuzuhören, bevor sie auf sich selbst hörte. Die Akazienbäume in der Ferne wiegten sich sanft im Wind und kündigten einen weiteren, scheinbar gewöhnlichen Tag an. Bis das Telefon in ihrer Hand leise vibrierte und den Moment der Stille jäh beendete. Meldungen von Rangern an vorderster Front deuten darauf hin, dass ein ausgewachsener männlicher Löwe in der Nähe des südlichen Randes des Reservats in Gefahr ist. Emilys Gesichtsausdruck veränderte sich augenblicklich, ihre Fassung wich der vertrauten Angst einer Rettungsschwimmerin. Sie verstand, dass bei Kruger jeder Anruf dieser Art ein Wettlauf gegen die Zeit sein konnte. Emily nahm umgehend Kontakt zum Rettungsteam auf und bereitete sich auf eine Reise vor, deren Ausgang ungewiss war. Am Rande des dichten Waldes des Kruger Nationalparks lag der männliche Löwe regungslos im hohen Gras, sein massiger, schwerer Körper ragte bedrohlich empor. Seine dunkelgoldene Mähne war mit Staub bedeckt, was darauf hindeutete, dass es dort schon stundenlang gelegen hatte. Der Brustkorb des Löwen hob und senkte sich schwach, jeder Atemzug wurde schwer und langsam. Seine Augen waren noch offen und wachsam, aber es hatte nicht mehr die Kraft, aufzustehen oder wegzulaufen. Die Ranger näherten sich aus der Ferne und hielten dabei gemäß den im Kruger Nationalpark geltenden Verfahren einen Sicherheitsabstand ein. Emily stand hinter ihm, ihr Herz schmerzte beim Anblick des Symbols für die Stärke der Prärie, das nun so zerbrechlich war. Es gab kein Blut, keine Aggression, nur anhaltende Müdigkeit und Erschöpfung. Niemand sprach, aber allen war klar, dass jede einzelne Minute unglaublich wichtig war. Ohne rechtzeitiges Eingreifen könnte der Löwe nie wieder aufstehen. Das Rettungsteam einigte sich schnell auf die sicherste und humanste Vorgehensweise. Die Ranger starteten mitten in der sonnigen, windgepeitschten Kruger Prärie eine professionelle Rettungsaktion. Jeder Schritt wurde langsam und präzise ausgeführt, um die Sicherheit von Mensch und Löwe zu gewährleisten. Unter der Obhut des Tierärzteteams glitt der Löwe allmählich in einen sicheren, bewusstlosen Zustand. Emily stand nicht weit entfernt, die Hände zu Fäusten geballt, den Blick fest auf den großen Körper gerichtet. Die Erste-Hilfe-Kästen waren ordentlich auf dem Boden aufgereiht, und die Atmosphäre wurde erdrückend angespannt. Das einzige Geräusch, das in diesem Augenblick zwischen Leben und Tod widerhallte, war das Rascheln des Windes im trockenen Gras. Erst als der Löwe völlig still lag, atmete das gesamte Team erleichtert auf. Dies war nicht nur eine Rettungsaktion, sondern ein rechtzeitiges Eingreifen in das Schicksal eines Wildtieres. Emily senkte leicht den Kopf, als stilles Versprechen, dass es nicht aufgegeben werden würde. Der Löwe wurde für den Transport in die Pflegeeinrichtung des Kruger Nationalparks unter absolut sicheren Bedingungen vorbereitet. In der zentralen Rettungsstation des Kruger Nationalparks ist der Löwe in einem separaten, ruhigen Bereich untergebracht. Mehrere Lagen weißer Bandagen wurden sorgfältig um den großen Körper gewickelt und bedeckten die behandelten Wunden. Emily saß oft außerhalb des Geheges und beobachtete jede noch so kleine Bewegung des Löwen. Sie hielt jedes Anzeichen ihrer Genesung akribisch in dem Notizbuch fest, das sie viele Jahre lang bei sich trug. Als der Löwe allmählich wieder zu Bewusstsein kam, hatten seine Augen nicht mehr den verwirrten Ausdruck, den sie in den ersten Tagen gehabt hatten. Emily hielt stets einen sicheren Abstand und respektierte seine wilden Instinkte. Es gibt kein hastiges Liebkosen, nur geduldige und beharrliche Präsenz. Eine Rettungsstation ist kein Zuhause, sondern lediglich ein notwendiger, vorübergehender Halt. Die Erholung verläuft langsam, aber stetig, und jeder Tag bringt neue Hoffnung. Der Löwe begann wieder zu fressen, ein klares Zeichen dafür, dass seine Vitalität zurückkehrte. Nach wochenlanger Behandlung wurden die Verbände am Körper des Löwen nach und nach entfernt. Krugers goldene Mähne glänzte hell im charakteristischen weißen Sonnenlicht.
Der Löwe durchschritt das halbwilde Gebiet mit einem gleichmäßigen und selbstsicheren Gang. Emily beobachtete das Geschehen aus der Ferne, und in ihr stieg ein Gefühl unbeschreiblicher Erleichterung auf. Es gibt keine direkten Eingriffe mehr, nur noch stille Beobachtung und Respekt. Der Löwe begann wieder, seine Wachsamkeit zu zeigen und seine Umgebung zu beobachten. Alles deutet darauf hin, dass es bereit ist, in die Wildnis zurückzukehren. Das ist der schmale Grat zwischen Fürsorge und Loslassen, mit dem Emily ständig ringt. Die Ranger des Kruger-Nationalparks waren sich einig, dass der Tag für die Freilassung in die Wildnis gekommen war. Ein wichtiges Kapitel neigt sich dem Ende zu und macht damit den Weg für wahre Freiheit frei. Die Tore des halbwilden Bereichs des Kruger-Nationalparks öffnen sich zu einer sonnenverwöhnten Prärie. Der männliche Löwe schritt langsam hinaus, sein Körper war kerngesund, es waren keine Verbände mehr an ihm zu sehen. Es verharrte einen Moment und atmete tief die vertraute, freie Luft ein. Emily stand in einiger Entfernung, die Hände locker an den Seiten hängend, und machte keinen einzigen Schritt nach vorn. Es gab keine Rufe, keine Begrüßungen, nur respektvolle Stille. Der Löwe drehte den Kopf und blickte ein letztes Mal zurück, seine Augen tief und ruhig. Es war kein Blick der Abhängigkeit, sondern eher ein stilles Eingeständnis. Dann drehte es ihm den Rücken zu und schritt kraftvoll auf den dichten Wald zu. Der Krugerwald schloss sich allmählich hinter dieser majestätischen Gestalt. Die Natur hat einen König der Steppe offiziell zurückbegrüßt. Jahre vergingen, und Emily Carter kehrte reifer nach Kruger zurück. Die subtilen Spuren der Zeit haben sich in ihrem Gesicht gezeigt, aber ihre Augen sind nach wie vor so sanft wie eh und je. Sie stand auf dem alten Pfad, wo einst Erinnerungen tief in ihr Gedächtnis eingegraben waren. Plötzlich tauchte am Waldrand in der Ferne eine vertraute Gestalt auf. Der männliche Löwe stand still und starrte Emily direkt an. Kein Gebrüll, keine bedrohlichen Gesten, nur eine stille Präsenz. Emily stand wie angewurzelt da, ihr Herz hämmerte, als sie diesen Blick erkannte. Der Abstand zwischen ihnen blieb unverändert, niemand überschritt die natürliche Grenze. Doch in dieser Stille schien eine alte Verbindung wieder aufzuleben. Kruger wurde Zeuge einer wortlosen, aber zutiefst emotionalen Begegnung. Der Löwe näherte sich langsam und völlig ruhig. Emily senkte ihre Haltung und zeigte weder Angst noch Besitzgier. Für einen seltenen Augenblick legte sie sanft ihre Hand auf die Mähne des Löwen. Der Löwe blieb stehen und nahm die Berührung mit absolutem Vertrauen hin. Es gab keine Domestizierung, keine Macht, nur gegenseitigen Respekt. Auf Emilys Gesicht huschte ein schwaches Lächeln vorbei, vermischt mit tiefen Gefühlen. Dieser Moment war kurz, aber er reichte aus, um sich für immer in mein Gedächtnis einzuprägen. Dies ist kein Wunder, sondern das Ergebnis rechtzeitiger humanitärer Hilfe. Diese Verbindung bedarf keiner Erklärung, man muss sie einfach spüren. Dann trat der Löwe zurück und stellte den natürlichen Abstand wieder her. Der Löwe drehte ihm den Rücken zu und schritt stetig tiefer in den Kruger-Nationalpark hinein. Emily stand da und sah zu, ohne zu versuchen, ihn aufzuhalten oder seinen Namen zu rufen. Seine majestätische Gestalt verschmilzt allmählich mit der weiten Naturlandschaft. Seitdem wurde der Löwe gelegentlich am Rande des Reservats gesichtet. Es kam nie in die Nähe und erregte nie Aufmerksamkeit. Allstilles Dankeschön an die Menschen, die zum Überleben beigetragen haben. Emily verstand, dass echte Beziehungen keine ständige Anwesenheit erfordern. Allein das Wissen, dass es einst Güte gab, genügt. Der Kruger Nationalpark wird die Hände nicht vergessen, die im richtigen Moment gehandelt haben. Und diese Geschichte lebt still und leise weiter inmitten der sonnenverwöhnten, windgepeitschten Prärie.